Hier ist Simone Zöller. Grüß dich, Simone. Hi. Großer Hallenrundgang. Wenn du jetzt hier mal guckst, wir haben Samstag, erster Messetag, ist es sensationell voll. Skadi, dich habe ich mal gefilmt, vor 3 Jahren habe ich dich mal gefilmt. Kannst du dich noch daran erinnern? Da kann ich mich erinnern. War das auf der CMT oder auf dem Caravansalon? Auf dem Caravansalon, Auf dem Caravansalon, erinnere ich mich Video dran. gemacht, hast du gesagt, da war das hier noch sensationell, muss man Ja. sagen. Mittlerweile muss man sagen, Elektromobilität ist ja explodiert. Du warst einer der Ersten. Ist groß geworden. Wir bauen seit 10 Jahren Kleinelektromobilität. Wir sind die einzigen nach wie vor, die dieses Fahrzeug entwickelt haben und komplett in Deutschland fertigen. Das gibt es so in der Bautiefe kein zweites Mal. Das ist so. Das ist ein unglaublich tolles Fahrzeug, weil man kann auch frei drauf stehen. Das ist so, man kann theoretisch das abmachen, aber ich glaube, wegen der Zulassung ist drauf, oder? Also er hat die Mofa-Zulassung, das heißt, es ist L1E, es ist kein Spielzeug, es hat nichts mehr mit Tretroller zu tun. Du hast ein vollwertiges Fahrzeug, kannst im Sitzen fahren, du darfst im Sitzen fahren, du darfst aber auch im Stehen fahren hinten drauf. Skadi heißt das Ganze. Hier, da. Das ist das Faltmaß, oder? Das ist das kleinste Faltmaß, das ist der Vorteil. Du brauchst halt keinen Heckgepäckträger mehr. Es ist kein E-Bike, es ist kein Tretroller, es ist keine Vespa, aber er hat eine Leistung von der Vespa, die kriegst du aber nicht so klein gefaltet. Krass, ist winzig, aber es ist dann schon ein bisschen schwer. Man sollte mit 2 Leuten, oder? Es ist dann etwas schwer, er hat 28 Kilo, klar, aber du kannst ja Folgendes tun. Nämlich es gibt das Zwischenfaltmaß, indem du das hier einmal hochziehst. Dann machst du 1 Schnellspanner, 2 Schnellspanner, du machst hier den 3. Schnellspanner und jetzt hast du quasi eine Sackkarre. Das heißt, hier kannst du hinter dir herziehen. Hier könntest du auch, deswegen sind hier diese 2 Nasen dran, noch einen Koffer draufstellen und dann machst du aus 2 Gepäckstücken 1 und merkst das Gewicht nicht mehr. Was ist mit Bus und Bahn? Geht das? Er ist kostenfrei in Bus und Bahn transportierbar. Das haben wir uns bestätigen lassen. Da haben wir eine Bescheinigung von der Deutschen Bahn, weil das Antriebsrad untergefaltet ist und den Boden nicht mehr berührt. Deswegen gilt er offiziell in der Bahn als Gepäckstück. So, Skadi, hast du hier oben. Warte mal kurz. Skadi, wherever you go. Wir müssen weiter. Mach das Vielen gerne. Dank. Ich hab zu danken. Simone, Viel Spaß euch. ist geil das Teil, oder? Ja, klar. Du brauchst einen Führerschein, einen Autoführerschein. Nee. Ohne Führerschein kann man nicht fahren, Du ne? brauchst mindestens die Mofa-Prüfbescheinigung, 15 Jahre. Wenn irgendein Führerschein vorhanden ist, ist er drin. Autoführerschein ist ja Ist eben er drin. automatisch drin. So, ihr seid aus Hamburg, oder? Wir sind aus Kiel. Wir bauen in Kiel. In Kiel. In Kiel. So, komm, let's go. Skadi, dann gehen wir mal in Halle 3. Das ist Wahnsinn, wie viele Leute hier sind, oder? Ja, also Halle 1, da kommst du nicht durch. Die Halle 1 ist voll? Ja. Und zwar schon um 9:30. Also die haben schon alle gewartet, bis sie reinstürmen können. Da bin ich übrigens Kunde bei Acura. Ich habe alle Fahrzeuge bei Acura versichert. Das ist kein Witz. Das ist einer der günstigsten Wohnmobilversicherer, die es gibt. So ein Riesenschiff, ja, so ein Morello, den ich erfahren, den kannst du für 1.200 € im Jahr versichern, Vollkasko. Das ist so. Und viele wissen das nicht, gehen zur normalen Versicherung und dann ist das Problem, wenn du hier einen Riss in der Frontscheibe hast, dann zahlen die den nicht, weil die Frontscheibe als Wohnmobil ist und die machen das. Und das ist hier die Halle. Da muss man erst mal drauf kommen. Ja, da kommst du drauf, wenn du einen Riss hast. Ja. Genau, wenn es zu spät ist. So, Halle Adria, wir werden jetzt ganz viele Einzelvideos machen, werden uns aber Sachen rausgucken, die außergewöhnlich sind. Jetzt heute, wir haben die Freiheit, wir haben wenig fixe Termine gemacht. Cool, ja. So, das ist so. Also wir dürfen uns das Beste für euch aussuchen. Und wir gucken uns jetzt mal an, was ist spannend, was können wir machen, über was können wir berichten. Hier sind ganz viele kleine, innovative Firmen, die haben wir das letzte Mal auch schon mal gemerkt, die wirklich unglaubliche Dinge leisten. Oft sind es VW-Busse, wie hier zum Beispiel, Schwerlastauszüge. Dann kann man hier, das siehst du, Cube 6 zum Beispiel, da kannst du einen VW-Bus in 0, nix kannst du umrüsten. Ja, vor allem für, ich denke mal, Werkstatten, Ausrüstung oder sowas ist es auch ziemlich cool, aber natürlich auch für Reisen. So, und das Ganze hat einen Schwerlastauszug, wird hier eingebaut auf dem Standard-Schienensystem von Volkswagen, was da ist. Und dann kannst du das Ganze einbauen und die Boxen, die kennst du ja aus dem Rigging-Bereich. Kennst du das? Was? Rigging, also wenn du jetzt Bühnenbau hast, da werden diese Boxen stimmt, so verwendet. sehen die aus, ja. Mhm. So, die sind dann nochmal verstärkt, vernietet und so weiter. Ist ganz witzig. Komm, wir gehen mal weiter. Denn es gibt viel zu sehen. Hier vorne ist Adria. Adria haben wir gefilmt in Bern auf der Messe, ganz stark. Die haben was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob die Wohnwagen hier sind. Sollen wir mal gucken? Ja, klar. Es ist das Design von Adria, was so sensationell ist. Denn die kommen aus Slowenien und haben quasi ein fahrendes Hotel immer gebaut. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich zeige dir das mal gerade. Und zwar der Wohnwagen, der wird hier, glaube ich, die Schuhe ausziehen, wenn er denn hier ist. Eigentlich muss er da sein, weil das ist eigentlich so das Wohnwägen sieht man generell sehr, sehr selten, muss man jetzt mal sagen, auf so Messen. Du hast mir mal den Grund dafür gesagt, Sven. Du, es ist im Moment ein riesen Wohnmobil-Boom. Und das sind natürlich Wohnwagen, das gibt schon viel, viel länger. Es gibt ja Wohnwagen schon viel länger als Wohnmobile.
und in der Masse. Und dieser Wohnmobilboom, guck dir das mal an, ey, wie die Leute hier rein und rausströmen. Ja. Und wir sind in Halle Aus wie 3. ein Wohnwagen, oder? Das ist er. Ja. Das ist er. Und das Teil hier, das ist so sensationell, das muss man einfach mal gezeigt haben. Ich habe mit der Marketingchefin das Teil auch gefilmt. Das ist quasi, wenn man so will, ein Tiny House auf Rädern mit einer kompletten Aluhülle mit drin. Und wenn du gleich mal reingehst, dann das sieht nicht aus wie Wohnwagen. Nee, das ist riesig. Gute Stehhöhe auch, glaube ich. Wahnsinn. Da ist auch schon wieder sehr gut besucht. So, kann gleich mal reinschauen. Aber meistens stehen die Leute Schlange. Müssen wir dann gleich mal. Asteller 644 DP kostet 74.000 €. So sieht's aus. Und der Innenraum ist wirklich. Wir blicken mal ganz kurz rein mit der Kamera, dass wir um die Ecke mal schauen. Und wenn du hier siehst, das ist so ein bisschen Tiny House Look, was du hast mit der Küche. Du kennst dich ja aus, was Küchen mittlerweile kosten. Grifflose Küchen, Mineralstoffplatten mit dabei, Echtholz. Brett. Ich dachte gerade, das liegt lose rum, aber das Nee, das ist alles gewollt. hier auf dem Millimeter. Und hinten hast du ein richtiges Schlafzimmer mit Ja. drin. Die Optik, eine Glasdusche. All das werden wir noch mal extra filmen. ist schon High-End. Und guck mal hier, das ist jetzt keine normale Rundsitzgruppe, sondern du hast richtige Möbel, die du dann zusammenstellen kannst. Und komm, schnell wieder raus. Eine Couch, guck mal, das sieht doch aus wie zu Hause. Ja, Wahnsinn. Ja, und auch die Breite ist... So, schnell raus. Das wird es sehen. Hier machen wir ein Einzelvideo zu und werden uns nochmal ankündigen. Adria, großes Wohnmobil, schlichtes Design. Guck mal hier die Front, auch hier sieht es ganz anders aus. ja. Ja, ist echt was Besonderes. Cool. So, let's go. Wir werden jetzt mal in Halle, glaube ich, 5 oder 7 gehen und uns das Ganze mal anschauen. Besonders beliebt übrigens bei unseren Videos waren immer ganz kurze Fahrzeuge. Kannst du dich daran erinnern? So ja. 5,40 Meter, kompakt. Kompakt wurde mir in den Kommentaren gesagt. Das heißt nicht kurz, sondern kompakt. Echt? Heißt das Oder kompakt? nicht schmal, sondern kompakt oder so. Ja gut, das hier ist ja jetzt von der Länge her, ich gucke mal gerade 6 Meter sind das hier. Ja. Und das Ganze gibt es natürlich noch kürzer. Und kann mal schauen, was wir hier haben. Pilote. Ja. Haben ja ganz viele Pilote Ganz gefilmt. viel, ja. Ja. Sind noch nicht alle gesendet. Haben wir noch 2, 3 Okay. Stück, die wir da haben. Ja, Da war die ja. nette Kollegin, kannst du ja mit den Tattoos erinnern, Ja, der du zusammen gedreht hast. die auch erstmal nicht wollte. Dann großes Video, TGE 380, das ist ein VW Crafter von MAN. Und auch da haben wir ganz viel gefilmt, sehr, sehr beliebt. Ich habe ja hier Hallenrundgang gemacht, aber ganz ehrlich, im Moment, das ist so voll hier, wenn wir hier die Leute rausschmeißen müssen, die werden bestimmt nicht so witzig sein, oder? Nee. Vor allem, weil sie schon bestimmt gewartet haben, bis sie rein können. Guck mal hier, das ist auch krass, Was ist das? wie klein das ist und trotzdem alles drin, so gut wie. Ein kleines, feines Wohnmobil, komplett ausgebaut, mit Küche, ein bisschen anders wie die anderen. Und das werden wir gleich mal zeigen. Boah, ist der winzig, oder? Ja, der ist richtig klein. Mit Aufstelldach, guck mal, Ja, Wahnsinn. dass du mehr Größe hast. Und das werden wir gleich mal zeigen. Ich denke, das ist was Besonderes, das muss man sehen. Der kleinste Wenn Camper. man mal wirklich so einen Tag unterwegs ist und da einfach sich hinten reinlegen kann, super. Ja, du willst ja auch, viele wollen ja Stealth campen. Das ist hier natürlich nicht so ganz so easy, weil er hat Campingfenster an der Seite drin. Das heißt, du siehst schon direkt, das ist ein Camper Ja. hier. Aber mit dem Aufstelldach, das ist wirklich witzig. Und sie haben es ausgebaut mit den kleinen Dächern, das ist natürlich richtig Ja, witzig. hier sieht man es jetzt nicht, dass es ein Campingfahrzeug ist. Nicht direkt, das ist die Nee. Originalscheibe drin. Ja. So, dann bis gleich. Ja. Und wir schauen das mal gerade. Viel wird finanziert, Finanzierungskosten sind gestiegen, aber besonders ist natürlich hier der neue Volkswagen Bulli, der T7 Der ist ja auch schick, ja. als Camper. Wahnsinn, Unbezahlbar mittlerweile. das glaube ich. Ja. Aber trotzdem ist der Boom da, ne? Das ist unglaublich. So, wir sind in Halle. Nummer, wo sind wir denn? 3? 3. Und werden hier mal außergewöhnliche Fahrzeuge zeigen. Bis gleich. Tschüss.